Lektion 1. Der Geschmack des Abenteuers. Ich war schon immer neugierig, Schnecken zu probieren. Wirklich? Ich hätte nie gedacht, dass du abenteuerlustig sein würdest, was Essen angeht. Überraschenderweise liebe ich es, neue Dinge auszuprobieren. Was ist mit dir? Ich bin mir nicht sicher. Schnecken klingen für mich nicht sehr ansprechend. Es ist in Frankreich eigentlich sehr beliebt. Die Leute schwärmen von dem Geschmack. Wow, ich kann mir nicht vorstellen, wie sie schmecken würden. Ich habe gehört, dass sie in Knoblauchbutter gebadet sind. Das klingt köstlich. Knoblauchbutter macht alles besser. Genau. Ich schätze, ich muss heute einfach mutig sein. Sie müssen mich wissen lassen, ob es sich lohnt. Ich verspreche, eine ausführliche Bewertung abzugeben. Ich kann es kaum erwarten. Unterscheidet es sich stark von anderen Gerichten? Soweit ich weiß, hat es sowohl eine einzigartige Textur als auch ein einzigartiges Geschmacksprofil. Das klingt faszinierend. Gibt es noch andere ungewöhnliche Gerichte, die Sie probieren würden? Ganz gewiss. Ich würde auch gerne Froschschenkel probieren. Ich hätte nie gedacht, dass ich dich das sagen hören würde. Das Leben ist zu kurz für langweilige Mahlzeiten. Findest du nicht auch? In der Tat. Vielleicht sollte ich offener dafür sein, neue Dinge auszuprobieren. Wie wäre es, wenn wir die Schnecken teilen, wenn wir sie bestellen? Das klingt nach einem großartigen Plan. Ich werde stellvertretend durch dich leben. Und ich werde einen vollständigen Bericht über die Erfahrung vorlegen. Lektion 2. Fitness-Follies. Hast du in letzter Zeit deine Fitnessroutine eingehalten? Ich muss gestehen, ich bin ein bisschen vom Wagen gefallen. Was ist passiert? Ist das Sofa zu bequem geworden? Genau. Es rief meinen Namen lauter als das Fitnessstudio. Das kann ich verstehen. Das Sofa hat eine Art, einen zum Verweilen zu verleiten. Es ist so plüschig und gemütlich. Ich fühle mich fast schuldig, es zu verlassen. Du könntest das Fitnessstudio immer aufs Sofa bringen, weißt du? Oh, das klingt nach einem Plan. Vielleicht ein Kissen zum Gewichtheben? Oder ein dehnbares Band, wenn sie nach der Fernbedienung greifen. Nun, das ist ein Training, das ich befürworten kann. Du könntest der Erste sein, der Couch-Fitness erfindet. Stellen Sie sich den Werbespot vor. Machen Sie sich fit, ohne Ihren Platz zu verlassen. Ich sehe es schon. Garantiert ein Bestseller Nummer 1. Ich kann das Lachen durch das Fitnessstudio hallen hören. Vielleicht starten wir einen Trend. Lounge and Lift. Das würde ich auf jeden Fall kaufen. Kannst du die T-Shirts sehen? Ich hebe, wenn ich Lust dazu habe, wäre ziemlich beliebt. Ich kann es mir jetzt vorstellen. Sportkleidung trifft Pyjama-Schick. Eine ganz neue Fitnessbewegung beginnt. So fabelhaft. Wir könnten einfach Fitnessstars werden, weißt du. Oder zumindest die Stars des Sofakönigreichs. Der beste Teil? Keine Kniebeugen erforderlich. Setz dich einfach hin, lache und genieße die Snacks. Das ist meine Art von Routine. Zusammen könnten wir die Welt der Stubenhocker erobern. Lektion 3. Überragende Gedanken.
Wussten Sie, dass der CN Tower auf einer bemerkenswerten Höhe steht? Ich habe gehört, dass es über 500 Meter über dem Boden liegt. In der Tat ist es der höchste Turm der Welt. Ziemlich beeindruckend, nicht wahr? Sehr beeindruckend. Es ist jedoch kein Bürogebäude. Das ist richtig. Es dient stattdessen vielen anderen Zwecken. Ja, es ist in erster Linie eine Touristenattraktion, oder? Genau. Die Leute kommen von überall her, um die Aussicht zu sehen. Die Aussicht von dort oben muss spektakulär sein. Es ist atemberaubend. Sie können die gesamte Skyline der Stadt sehen. Ich kann mir nur vorstellen, welche Fotos die Leute machen. Oh, sie sind außergewöhnlich. Manche fangen sogar Sonnenuntergänge ein. März. Das klingt wunderschön. Gibt es oben ein Restaurant? Ja, es gibt ein Drehrestaurant. Speisen Sie mit Aussicht. Das würde ich gerne erleben. Ist es teuer? Es kann sein, aber die Erfahrung ist jeden Cent wert. Ich stimme zu. Was für eine einzigartige Art, eine Mahlzeit zu genießen. Außerdem können Sie beim Essen beobachten, wie sich die Stadt verändert. Das scheint faszinierend. Ich liebe einzigartige kulinarische Erlebnisse. Ich auch. Nichts geht über Essen hoch, über dem Boden. Unbedingt. Denkst du, wir sollten es eines Tages besuchen? Ohne Zweifel. Es ist ein Muss. Ich werde es jetzt auf meine Reiseliste setzen. Tolle Idee. Diese Stadt birgt viele versteckte Juwelen. Lektion 4. Die Bühne im Rampenlicht. Hast du jemals die Produktionen der 40er Jahre erkundet? Ja, das war eine bemerkenswerte Zeit für Unterhaltung. In der Tat. Haben Sie von der Schauspielerin gehört, die in vielen Broadway-Stücken mitgespielt hat? Beziehen Sie sich auf den, der in The Boyfriend auftrat? Genau. Sie faszinierte das Publikum mit ihrem Charme. Ich glaube, sie spielte später auch in My Fair Lady mit. Ja, diese Rolle hat ihre Karriere definiert, nicht wahr? Das hat es wirklich getan. Ihre Stimme war bezaubernd. Ich frage mich, wie sie es geschafft hat, so viele Auftritte unter einen Hut zu bringen. Es muss immenses Engagement und Talent erfordert haben. Apropos Talent. Wolltest du schon einmal in einem Musical auftreten? Gelegentlich habe ich davon geträumt, auf der Bühne zu singen. Ich kann dich im Rampenlicht leuchten sehen. Du bist zu nett. Ich würde wahrscheinlich den Text vergessen. Das ist eine weit verbreitete Angst unter Künstlern. Ich schätze, ich müsste zuerst viel üben. Übung macht definitiv den Meister. Vielleicht könnten wir eines Tages eine lokale Produktion besuchen. Das klingt nach einer lustigen Idee. Ich bin immer bereit für Live-Theater. Ich auch. Ich liebe die Energie einer Live-Aufführung. Es ist ganz anders als Filme zu schauen, nicht wahr? Unbedingt. Die Verbindung zum Publikum ist magisch. Lass uns bald eine Show finden, an der wir teilnehmen können.
Lektion 5. Eine Notiz aus der Vergangenheit. Vor vielen Jahren war Charlotte Church eine ziemliche Sensation. In der Tat war sie ein bemerkenswertes junges Talent, nicht wahr? Unbedingt. Ihre Stimme faszinierte das Publikum auf der ganzen Welt. Ich erinnere mich, dass ihre Auftritte atemberaubend waren. Das waren sie wirklich. Wussten Sie, dass ein deutscher Opernimpresario sie einmal entdeckt hat? Wirklich? Das ist faszinierend. Wie war sein Name? Sein Name war Karl-Heinz Möller. Er erkannte früh ihr Potenzial. Was für eine tolle Gelegenheit für Sie. Wie ist es passiert? Er besuchte eine ihrer lokalen Aufführungen und war gebannt. Das klingt wie ein Märchen. Hat er Sie sofort unter Vertrag genommen? Fast. Er lud sie zu Probespielen nach Deutschland ein. Das muss eine spannende Erfahrung für Sie gewesen sein. Das war es auf jeden Fall. Kurz darauf wurde sie ein internationaler Star. Ich kann mir die Aufregung und den Druck, den sie verspürte, nur vorstellen. Der Ruhm in so jungen Jahren kann überwältigend sein. Sehr wahr. Ist sie jemals an den renommierten Veranstaltungsorten aufgetreten? Ja, sie zierte viele legendäre Bühnen in ganz Europa. Ihre Reise ist wirklich inspirierend. Ich bewundere dieses Talent. Es erinnert uns daran, wie wichtig es ist, Potenziale zu erkennen und zu fördern. Unbedingt. Talent und Chancen gehen oft Hand in Hand. Und manchmal braucht es nur eine Person, um an dich zu glauben. Das ist eine starke Botschaft. Ich hoffe, sie inspiriert auch weiterhin andere. Zweifellos. Ihr Vermächtnis wird in der Welt der Musik immer Anklang finden. Eine perfekte Erinnerung daran, dass Träume mit harter Arbeit Wirklichkeit werden können. In der Tat. Auf viele weitere talentierte Menschen, die in Zukunft auftauchen werden. Lektion 6. Die Kunst der Kommunikation. Ich habe in letzter Zeit darüber nachgedacht, wie wir kommunizieren. Das ist ein interessantes Thema. Was hat dich zum Nachdenken gebracht? Mir ist aufgefallen, dass manche Bemerkungen nicht ernst zu nehmen sind. Oh, ich weiß, was du meinst. Leute scherzen oft herum. Genau. Einfache Worte wie Bitte und Danke können alles verändern. Sie verleihen Gesprächen so viel Wärme. Diese Worte können sogar einen dummen Kommentar freundlicher machen. Ja, es macht die Absicht klar und freundlich. Hast Leider du jemals ja. jemanden Es gesehen, kann der schnell einen Witz falsch unangenehm verstanden werden. hat? Es ist immer besser, beim Scherzen klarzustellen. Ich stimme zu. Kontext ist alles in der Kommunikation. Darf ich vorschlagen, dass Humor mit Freundlichkeit einhergehen sollte? Unbedingt. Ein unbeschwerter Ansatz hilft allen. Es macht Interaktionen unterhaltsam, nicht wahr? Und wenn es mit höflichen Worten kombiniert wird, ist es Gold wert. Das tut es auf jeden Fall. Humor kann das Eis brechen. Ich glaube, wir sind hier auf derselben Seite. Denken wir daran, immer Bitte und Danke zu sagen. Ja,
Es könnte unsere Gespräche noch besser machen. Gemeinsam können wir mit unseren Worten Positivität verbreiten. Lektion 7. Marktwunder. Schau dir all das Gemüse an. Sie scheinen frisch und preiswert zu sein. In der Tat tun sie das. Es ist wunderbar, lokale Landwirte zu unterstützen, nicht wahr? Unbedingt. Es macht mir Spaß zu wissen, wo mein Essen herkommt. Ich brauche tatsächlich etwas Gemüse für ein Gericht, das ich zubereiten möchte. Was wirst du kochen? Ich erwäge eine herzhafte Gemüsepfanne. Das klingt köstlich. Hast du es schon einmal gemacht? Ja, aber es verbessert sich jedes Mal, wenn ich es schaffe. Welches Gemüse schließt du normalerweise ein? Ich liebe Paprika, Zucchini und Zuckererbsen. Exzellente Auswahl. Diese fügen so lebendige Farben hinzu. Außerdem schmecken sie köstlich, wenn sie zusammen gebraten werden. Verwendest du spezielle Saucen? Ein Schuss Sojasauce und etwas Sesamöl bewirken Wunder. Ich muss sagen, deine Küche klingt ziemlich verlockend. Sie können gerne irgendwann mit mir zu Abend essen. Ich würde mich geehrt fühlen. Soll ich Nachtisch mitbringen? Das wäre wunderbar. Ein süßes Ende ist unerlässlich. Ich kann eine Schokoladenmousse zubereiten. Nun, das klingt absolut herrlich. Perfekt. Lass uns jetzt mit dem Einkaufen für das Gemüse fertig werden. Ja, ich brauche auch frischen Knoblauch. Er verfeinert jedes Gericht. Knoblauch macht alles besser. Sollen wir nach welchen suchen? Ganz gewiss. Ich glaube, der Stand da drüben hat Knoblauchknollen. Hervorragende Beobachtung. Lassen Sie uns fortfahren. Lektion 8. Fähigkeiten für den Erfolg. Ich glaube, ein wichtiger Aspekt des Lebens ist kontinuierliches Lernen. Unbedingt. Ein weiterer Tipp ist, kontinuierlich zu lernen und neue Fähigkeiten zu erwerben. Das ist eine starke Strategie für die persönliche Entwicklung. Ja, es hält unseren Verstand scharf und unser Leben interessant. Welche Fähigkeiten sind Ihrer Meinung nach in der heutigen Welt unerlässlich? Ich würde sagen, digitale Kompetenz ist entscheidend. In der Tat. Technologie zu verstehen öffnet viele Türen. Das tut es wirklich. Was ist mit Soft Skills wie Kommunikation? Ausgezeichneter Punkt. Starke Kommunikation ist immer gefragt. Es kann in fast jeder Situation helfen, nicht wahr? Ganz gewiss. Ob im Beruf oder im Privatleben, Klarheit ist der Schlüssel. Ich denke auch, dass Kreativität eine wichtige Rolle spielt. Ja. Kreatives Denken kann zu innovativen Lösungen führen. Apropos Innovation. Haben Sie in letzter Zeit versucht, etwas Neues zu lernen? Ich fing an, Online-Kurse im Grafikdesign zu belegen. Das klingt aufregend. Wie läuft es bisher? Herausfordernd, aber lohnend. Es macht eine Menge Spaß. Das kann ich mir vorstellen. Ich habe Designarbeiten immer bewundert. Danke.
Es ist schön, meine Komfortzone zu verlassen. Das erinnert mich daran, dass ich meine Gitarre wieder in die Hand nehmen muss. Du spielst Gitarre? Das ist wunderbar. Das tue ich. Aber ich habe seit Ewigkeiten nicht mehr geübt. Es ist nie zu spät, von vorne anzufangen. Du hast recht. Vielleicht sollte ich an einer Klasse teilnehmen. Ein Gruppenunterricht kann ermutigend sein. Du könntest auch neue Freunde finden. Das wäre ein zusätzlicher Bonus. Lassen Sie uns gemeinsam lernen. Eine fantastische Idee. Wir können uns gegenseitig zur Rechenschaft ziehen. Ich liebe das. Auf die Erweiterung unseres Horizonts. Und dazu, nebenbei neue Fähigkeiten zu erlernen. Lektion 9. Der perfekte Kurzurlaub. Ich habe über unseren bevorstehenden Urlaub nachgedacht. Oh, das klingt aufregend. Was hast du im Sinn? Ich würde mindestens eine Woche empfehlen, damit wir uns richtig entspannen und erholen können. Das scheint vernünftig. Eine Woche würde uns viel Zeit geben. Genau. Alles, was kürzer ist, könnte sich zu überstürzt anfühlen. Ich stimme zu. Wir wollen nicht das Gefühl haben, es immer eilig zu haben. Richtig. Wir sollten die Sonne genießen und den Strand genießen. Vielleicht können wir uns auch mit einheimischer Küche verwöhnen lassen. Unbedingt. Ich würde gerne täglich frische Meeresfrüchte probieren. Oh, das klingt herrlich. Hast du ein Lieblingsgericht im Kopf? Ich kann einem guten Garnelencocktail nicht widerstehen. Sie haben bestimmt eine Vorliebe für die schönen Dinge. Danke. Was ist mit dir? Irgendwelche Favoriten? Ich bin ein großer Fan von gegrillten Fischtacos. Die sind köstlich. Wir können einen Taco-Abend am Strand planen. Ich kann es mir schon vorstellen. Es wird so viel Spaß machen. Lassen Sie uns auch einige lokale Märkte erkunden, während wir dort sind. Ja, ich würde gerne ein paar Souvenirs abholen. Und vielleicht versuchen wir, zu verhandeln. Das könnte zu einigen lustigen Momenten führen. Genau. Eine Woche sollte uns ausreichend Zeit für Entspannung und Abenteuer geben. Lektion 10. Ein stilvolles Abenteuer. Wie ich sehe, hast du dir ein paar interessante Outfits ausgesucht. Ja, ich bin ziemlich aufgeregt. Ich glaube, dieser Laden hat eine große Auswahl. Das tut es auf jeden Fall. Fühlen Sie sich frei, die Umkleidekabine dort drüben zu benutzen. Danke. Ich werde mir Zeit nehmen, um die perfekte Passform zu finden. Das klingt klug. Es ist wichtig, Dinge anzuprobieren. Unbedingt. Ein gutes Outfit kann den Unterschied ausmachen. Hast du schon einmal etwas gekauft, ohne es anzuprobieren? Das war ein Fehler, den ich einmal gemacht habe. Das Kleid passte überhaupt nicht. Ich kann mir vorstellen, wie enttäuschend das gewesen sein muss. Das war es auf jeden Fall. Ich habe an diesem Tag meine Lektion gelernt. Probiere es immer aus, bevor du kaufst. Hast du heute einen bestimmten Stil im Kopf? Ich denke an etwas Lässiges und doch Stilvolles. Eine klassische Wahl. Freizeitoutfits können sehr vielseitig sein.
In der Tat. Ich kann sie mühelos schick oder schmal anziehen. Und Komfort ist unerlässlich, besonders für den täglichen Gebrauch. Genau. Ich möchte beim Komfort keine Kompromisse eingehen, wenn es um Stil geht. Das ist das Schöne an moderner Mode. Viele Artikel bieten beides. Das werde ich bei der Auswahl berücksichtigen. Nimm dir Zeit. Ich werde hier sein und das Zubehör erkunden. Exzellente Idee. Accessoires können jedes Outfit aufwerten. Ich freue mich darauf zu sehen, was du aussuchst. Danke. Ich werde bald als Sieger aus der Umkleidekabine hervorgehen. Ich kann es kaum erwarten, deine Modeentscheidungen zu bejubeln. Lektion 11. Die Essenz des Charakters. Ich habe darüber nachgedacht, was eine Nation mit Charakter ausmacht. Das ist ein faszinierender Gedanke. Was kommt dir in den Sinn? Ich glaube, dass Amerikaner für ihre Großzügigkeit bekannt sind. Unbedingt. Freundliche Handlungen werden oft in allen Gemeinschaften beobachtet. Ja, ob durch Freiwilligenarbeit oder durch Nachbarschaftshilfe. Es zeigt ein starkes Gemeinschaftsgefühl und Unterstützung. Amerikaner neigen dazu, in schwierigen Zeiten zusammenzukommen. Diese Solidarität unterstreicht wirklich ihre Stärke. Ich denke auch, dass Anstand eine wichtige Rolle spielt. In der Tat. Respekt und Freundlichkeit tragen viel dazu bei. Genau. Ein anständiger Mensch hebt die Menschen um sie herum auf. Ich stimme zu. Es erfordert einen großartigen Charakter, um andere gut zu behandeln, unabhängig von ihrem Status. Haben Sie jemals eine solche Großzügigkeit aus erster Hand erlebt? Ja. Einmal, während eines Sturms, halfen sich die Nachbarn ohne zu zögern gegenseitig. Das ist ein wunderbares Beispiel für Gemeinschaftsgeist. Es hat einen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen. Es ist herzerwärmend, das mitzuerleben. Ich glaube, solche Aktionen inspirieren zukünftige Generationen, nicht wahr? Definitiv. Kinder lernen, indem sie die Handlungen von Erwachsenen beobachten. Wie können wir solche Werte in größerem Umfang fördern? Ich denke, die Förderung von Freundlichkeit in Schulen kann einen Unterschied machen. Ja, Empathie und Respekt zu vermitteln, ist entscheidend. Was für eine großartige Möglichkeit, eine stärkere Gesellschaft aufzubauen. Und es beginnt mit kleinen, alltäglichen Handlungen. Genau. Wir alle können zu einer Nation mit Charakter beitragen. Lassen Sie uns andere durch unsere eigenen Taten inspirieren. Unbedingt. Gemeinsam können wir positive Veränderungen bewirken. Auf die Stärke und den Anstand in uns allen. Lektion 12. Die Kunst des Verhandelns. Ich habe kürzlich von einem Stellenangebot gehört, das sehr interessant ist. Oh, wirklich? Das klingt vielversprechend. Was haben Sie gesagt? Sie erwähnten, dass Sie eine Gehaltsspanne im Auge haben, die jedoch verhandelbar ist. Das ist gut zu wissen. Offen für Verhandlungen zu sein, kann von Vorteil sein. In der Tat. Es gibt Ihnen Raum, sich für sich selbst einzusetzen. Wie stehen Sie dazu, in Vorstellungsgesprächen über das Gehalt zu sprechen? Ich glaube, es ist wichtig, sich über die Erwartungen im Klaren zu sein.
Ich stimme zu. Es kann jedoch ein bisschen unangenehm sein, nicht wahr? Es kann sein. Aber Ehrlichkeit ist in solchen Angelegenheiten die beste Politik. Definitiv. Was würden Sie tun, wenn das ursprüngliche Angebot zu niedrig ist? Ich würde meine Begeisterung für die Rolle zum Ausdruck bringen und dann meinen Fall darlegen. Das scheint ein vernünftiger Ansatz zu sein. Würden Sie bestimmte Zahlen angeben? Ja, ich würde es auf meine Forschungs- und Industriestandards stützen. Das macht Sinn. Es ist wichtig, vorbereitet zu sein. Was ist mit dir? Wie gehen Sie mit Verhandlungen um? Ich bevorzuge es, offen zu sein, aber einen positiven Ton beizubehalten. Das ist klug. Eine freundliche Einstellung kann viel bewirken. Außerdem zeigt es, dass Sie ein Teamplayer sind. Unbedingt. Ich denke, es geht auch darum, eine Win-Win-Situation zu finden. Ja, beide Seiten sollten sich geschätzt und zufrieden fühlen. Ich freue mich über die Möglichkeiten. Das Gespräch könnte zu großartigen Ergebnissen führen. In der Tat. Auf ein erfolgreiches Navigieren in der Welt der Jobangebote. Prost darauf. Bereiten wir uns auf den Verhandlungstag vor. Lektion 13. Einblicke in den Heimwerkerbereich. Ich habe darüber nachgedacht, wie wir unser Zuhause verschönern können. Das ist eine tolle Idee. Womit schlagen Sie vor, dass wir beginnen? Eine andere Idee ist, unsere Eingangspunkte wie Türen und Fenster zu verstärken. Das klingt praktisch. Sicherheit hat immer Priorität. Genau. Starke Türen können unerwünschte Besucher abschrecken. Ich stimme zu. Und was ist mit der Aufrüstung der Fenster? Ja, energieeffiziente Fenster können uns Geld bei Rechnungen sparen. Außerdem halten sie die Temperatur im Haus stabiler. Das ist eine Win-Win-Situation. Wie steht's mit der Ästhetik? Ich glaube, die richtigen Fenster können das Gesamtbild des Hauses verbessern. Unbedingt. Stilvolle Rahmen können Charakter verleihen. Apropos Charakter, wir könnten die Türen in einer kräftigen Farbe streichen. Das würde definitiv ein Statement abgeben. Vielleicht ein tiefes Rot oder ein beruhigendes Blau. Beide Optionen klingen wunderschön. Es wäre wie ein einladendes Leuchtfeuer. Genau, und es könnte Nachbarn neugierig auf einen Besuch machen. Ich bin ganz für freundliche Besuche. Was ist mit Außenbeleuchtung? Tolle Idee. Eine gute Beleuchtung kann die Eingangspunkte wunderschön hervorheben. Außerdem erhöht es die Sicherheit, wenn Sie nach Einbruch der Dunkelheit nach Hause kommen. Wir müssen wirklich all diese Verbesserungen ausarbeiten. Ja, ein wenig Planung kann zu einer fabelhaften Transformation führen. Lassen Sie uns eine Checkliste erstellen. Sollen wir? Perfekt. Wir können gemeinsam ein Projekt nach dem anderen angehen. Lektion 14. Der Geist der Resilienz. Es ist bemerkenswert, die unnachgiebige Entschlossenheit der Nation in dieser Zeit zu sehen. Ja. Die Entschlossenheit, den Krieg mit Deutschland bis zum Sieg zu führen, war inspirierend.
Es erinnert uns an den Geist der Widerstandsfähigkeit, den Menschen besitzen können. Unbedingt. Viele Menschen haben erhebliche Opfer für ein gemeinsames Ziel gebracht. Denken Sie, dass diese Art von Einheit heute möglich ist? Ich glaube schon. Die Geschichte zeigt uns oft die Stärke kollektiver Anstrengungen. Das tut es auf jeden Fall. Menschen können für eine Sache zusammenkommen, an die sie fest glauben. Ich frage mich, wie Sie in solch herausfordernden Zeiten die Hoffnung aufrechterhalten haben. Diese Hoffnung wurde in Taten umgesetzt und trieb die Menschen dazu, die Kriegsanstrengungen zu unterstützen. In der Tat. Von der Rationierung bis zur freiwilligen Arbeit zählte jede Aktion. Und die Entschlossenheit, Hindernisse zu überwinden, war im ganzen Land offensichtlich. Ja, Gemeinden schlossen sich zusammen, um ihre Soldaten zu unterstützen. Was hat sie Ihrer Meinung nach am meisten motiviert? Ich glaube, ein starkes Pflichtgefühl und Patriotismus. Das macht Sinn. Die Menschen wollten ihre Lebensweise schützen. Es ist faszinierend, wie herausfordernde Zeiten den Charakter einer Nation prägen können. Unbedingt. Es bringt oft das Beste aus den Menschen heraus. Würden Sie sagen, dass wir aus solchen historischen Momenten lernen können? Definitiv. Sie vermitteln uns etwas über Widerstandsfähigkeit und Einheit angesichts von Widrigkeiten. Und wie wichtig es ist, standhaft für das zu stehen, was richtig ist. Eine zeitlose Lektion. Wir können diesen Geist heute in unser Leben tragen. Auf die Kraft der Entschlossenheit und kollektiven Anstrengung. Ja, zusammen können wir Großes erreichen. Lektion 15. Tennistriumphe. Wussten Sie, dass es bemerkenswerte Spieler mit 39 Grand Slam-Titeln gibt? Ja, das ist eine erstaunliche Leistung. Auf wen beziehst du dich? Ich spreche von der legendären Spielerin, die das Frauentennis dominierte. Ah, du meinst den ikonischen Spieler aus der Amateurzeit? Genau. Ihr Name findet in der gesamten Geschichte des Sports Anklang. Ihr Einfluss war wirklich erheblich, sowohl auf als auch außerhalb des Platzes. Unbedingt. Sie ebnete den Weg für zukünftige Generationen von Sportlerinnen. Hast du über ihren Weg zum Erfolg gelesen? Ja, es ist inspirierend zu sehen, wie sie verschiedene Herausforderungen gemeistert hat. Ihre Leidenschaft für das Spiel war ansteckend, nicht wahr? In der Tat, es war klar, dass sie den Sport sehr liebte. Und sie hatte so bemerkenswerte Fähigkeiten. Es war aufregend, ihre Spiele anzusehen. Jeder Aufschlag und jede Salve zeigten ihr Talent und ihre Entschlossenheit. Ich weiß zu schätzen, wie sie dazu beigetragen hat, das Frauentennis bekannter zu machen. Ja, sie ermöglichte es Frauen, professionell zu konkurrieren. Und heute sehen wir, dass viele talentierte Spielerinnen erfolgreich sind. Genau. Ihr Vermächtnis inspiriert sie weiterhin. Ich frage mich, wie viele Rekorde in Zukunft noch aufgestellt werden. Nur die Zeit wird es zeigen. Aber der Wettbewerbsgeist ist nach wie vor stark. Ich freue mich darauf, die nächste Generation von Champions zu verfolgen. Ich auch. Auf Tennislegenden und die Spannung, die sie mit sich bringen. Lektion 16. Die Macht des Lachens.
Ich muss sagen, Humor verleiht dem Leben einen schönen Funken. Ich stimme voll und ganz zu. Ich lache gerne mit meinen Freunden. Es gibt nichts Schöneres, als ein gutes Lachen zu teilen, oder? In der Tat. Es schafft wundervolle gemeinsame Erinnerungen. Außerdem sorgt Lachen dafür, dass sich jede Zusammenkunft unbeschwert anfühlt. Unbedingt. Ich genieße es, mich in der Nähe meiner Freunde wohlzufühlen. Komfort ist entscheidend für echten Spaß und Verbundenheit. Ja, wenn ich mich wohlfühle, fließt mein Lachen in Strömen. Es ist fast magisch, wie Lachen Menschen zusammenbringt. So wahr. Selbst die einfachsten Witze können die Stimmung aufhellen. Wie der Klassiker, warum hat das Huhn die Straße überquert? Um auf die andere Seite zu kommen. Es bringt mich immer wieder zum Lächeln. Genau. Einfacher Humor ist oft die beste Artikel. Was ist deine liebste Art, Freunde zum Lachen zu bringen? Ich teile gerne lustige Geschichten aus meinem Alltag. Diese können am verständlichsten und amüsantesten sein. Was ist mit dir? Wie bringst du deine Freunde zum Kichern? Ich liebe es, Charaktere aus Filmen nachzuahmen. Oh, das klingt unterhaltsam. Das würde ich gerne sehen. Ich könnte der Mischung sogar ein paar dumme Tanzbewegungen hinzufügen. Nun, das ist eine Kombination, die ich erleben muss. Ich versichere Ihnen, es wird ein unvergessliches Erlebnis sein. Auf Humor und die Freude an der Freundschaft. Lektion 17. Der Preis der Freiheit. Dieses Denkmal erinnert eindringlich an die Opfer. In der Tat. Es symbolisiert die Freiheit, die wir alle schätzen. Aus einer einzigen Macht heraus haben wir für ihre Freiheit gekämpft und sind gestorben. Es ist eine tiefgründige Aussage, die die Einheit in einer edlen Sache betont. Nur Meilen von hier in Belgien entfernt liegen die Schlachtfelder, auf denen viele tapfer gekämpft haben. Ja, an diesen Orten finden sich Geschichten von Mut und Opferbereitschaft. Glauben Sie, dass wir die Kosten unserer heutigen Freiheit wirklich zu schätzen wissen? Das ist eine Frage, über die es sich nachzudenken lohnt. Vielen ist nicht bewusst, mit welchen Kämpfen sie konfrontiert sind. Ich stimme zu. Es ist wichtig, sich an diejenigen zu erinnern, die vor uns da waren. Sie sorgten dafür, dass wir das Leben genießen konnten, das wir jetzt haben. Wie können wir ihr Andenken in unserem täglichen Leben ehren? Wir können andere über ihre Opfer und die Geschichte dahinter aufklären. Unbedingt. Wissen ist eine Grundlage für Wertschätzung. Und wir können Frieden und Verständigung fördern, um zukünftige Konflikte zu verhindern. Ja. Das Eintreten für den Dialog ist in der heutigen Gesellschaft von entscheidender Bedeutung. Es wäre eine Möglichkeit, ihre Bemühungen anzuerkennen und sicherzustellen, dass sie nicht umsonst waren. Jede Generation sollte danach streben, diese Freiheit zu bewahren. Definitiv. Es geht mit einer Verantwortung einher, die wir nicht vergessen dürfen. Machen wir es uns zur Aufgabe, Bewusstsein und Dankbarkeit zu verbreiten. Ein wunderbares Engagement. Es geht darum, die Vergangenheit zu ehren und gleichzeitig eine bessere Zukunft zu gestalten. Ja, zusammen können wir einen Unterschied machen. Lektion 18. Kreative Lösungen für zu Hause.
Ich habe darüber nachgedacht, wie ich diesen Raum verbessern kann. Ich stimme zu. Es könnte ein bisschen mehr Charakter gebrauchen. Findest du nicht? Unbedingt. Eine Idee ist, diese leere Wand durch Hinzufügen von Regalen in ein Bücherregal zu verwandeln. Das klingt kreativ. Es würde definitiv mehr Stauraum und Stil bieten. Ja. Außerdem würde es uns einen Platz geben, an dem wir all unsere Lieblingsbücher ausstellen könnten. Wie wäre es mit der Wiederverwendung von Gegenständen, die wir bereits haben? Das ist eine fantastische Idee. Ich liebe es, alte Gegenstände auf neue Weise zu verwenden. Wir könnten Holzkisten als Regale verwenden. Sie haben einen rustikalen Charme. Eine hervorragende Wahl. Sie würden toll aussehen und sind ziemlich erschwinglich. Wir könnten sie in verschiedenen Farben bemalen, die zu unserer Einrichtung passen. Herrlich. Das würde dem Raum eine künstlerische Note verleihen. Vielleicht könnten wir auch Pflanzen in die Regale stellen, um ein frisches Gefühl zu erzeugen. Tolle Idee. Grün würde Leben in den Raum bringen. Und es würde auch die Luftqualität verbessern. Das ist wahr. Jede kleine Verbesserung zählt. Sollten wir auch erwägen, einige Kunstwerke einzubauen? Ja. Ein paar gerahmte Bilder können dafür sorgen, dass sich der Raum warm und einladend anfühlt. Ich stimme zu. Es spiegelt unsere Persönlichkeit und Reisen wider. Lassen Sie uns eine Liste von Gegenständen erstellen, die wir wiederverwenden können. Perfekt! Wir können alles für unser kreatives Projekt zusammenstellen. Ich bin gespannt, wie das alles zusammenkommt. Das bin ich auch. Das wird wirklich ein einzigartiger Raum sein. Auf unser künstlerisches Abenteuer im Heimwerkerbereich. Lektion 19. Reiseabenteuer. Europa ist eine großartige Wahl für unser nächstes Abenteuer. Unbedingt. Ich habe immer davon geträumt, durch die historischen Straßen zu schlendern. Wie lange hast du vor zu bleiben? Ich hoffe, mindestens 2 Wochen damit zu verbringen, die Gegend zu erkunden. Das klingt perfekt. Es bietet ausreichend Zeit, um so viele Orte zu besichtigen. Genau. Ich möchte Städte wie Paris und Rom besuchen. Das sind fantastische Entscheidungen. Hast du schon eine Reiseroute erstellt? Ich habe ein paar Ideen, aber noch ist nichts in Stein gemeißelt. Keine Sorge. Etwas Spontanität kann zu den besten Erlebnissen führen. Ich stimme voll und ganz zu. Manchmal sind die besten Erinnerungen ungeplant. Auf welche Aktivitäten freust du dich am meisten? Ich kann es kaum erwarten, authentische italienische Pasta in Rom zu probieren. Das klingt köstlich. Ich freue mich darauf, französisches Gebäck zu probieren. Ah, die berühmten Croissants. Sie müssen eine örtliche Bäckerei besuchen. Das werde ich. Und vielleicht bringe ich ein paar Leckereien mit, die wir genießen können. Das wäre wunderbar. Wir können eine kleine Verkostungsparty veranstalten. Erwägen Sie kulturelle Aktivitäten, während Sie dort sind? Ja, ich möchte Museen besuchen und historische Stätten erkunden. Perfekt. Etwas über die Geschichte zu lernen, verleiht der Reise Tiefe. Und natürlich werde ich viele Fotos machen, um unsere Reise zu dokumentieren. Ein Muss.
Diese Erinnerungen werden ein Leben lang anhalten. Ich kann es kaum erwarten, die Kultur und Atmosphäre zu erleben. Lassen Sie uns diese Reise unvergesslich machen. Lektion 20. Kulinarische Abenteuer. Ich muss sagen, dieses Gebäck ist absolut köstlich. Das sind sie wirklich. Ich habe noch nie etwas Vergleichbares probiert. Ich stimme zu. Hast du das Schokocroissant schon probiert? Ja, es ist schuppig und reich. Eine perfekte Kombination. Apropos neue Dinge ausprobieren. Wie war deine Erfahrung mit Schnecken? Es war überraschend herrlich. Ich hatte erwartet, dass es wirklich anders sein würde. Interessant. Warst du besorgt, bevor du es probiert hast? Ein bisschen, gebe ich zu. Der Gedanke, Schnecken zu essen, war ziemlich entmutigend. Das kann ich verstehen. Aber es scheint, als hättest du deine Ängste überwunden. Hab ich. Die Knoblauchbutter hat den Unterschied gemacht. Es erhöht den Geschmack, nicht wahr? In der Tat. Es macht das ganze Erlebnis angenehm. Welche anderen Abenteuer hattest du mit neuen Gerichten? Ich habe einmal zum ersten Mal Sushi probiert. Es war ein Augenöffner. Sushi kann fantastisch sein, aber es kann auch ein erworbener Geschmack sein. Ja, aber ich fand es erfrischend und herrlich. Es ist wunderbar, wie das Ausprobieren neuer Lebensmittel unseren Horizont erweitern kann. Unbedingt. Jedes Gericht erzählt eine Geschichte von Kultur und Tradition. Das weiß ich zu schätzen. Essen ist ein verbindendes Erlebnis. Definitiv. Lassen Sie uns weiterhin gemeinsam neue Geschmacksrichtungen erkunden. Ein herrlicher Plan. Auf viele weitere kulinarische Abenteuer.